Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Diese gefüllten Lauchecken schmecken mir so gut, dass ich euch dieses Rezept nicht vorenthalten möchte. Und wie man diese köstlichen Lauchecken herstellt, das zeige ich euch jetzt inshallah. Zuerst stellen wir die Füllung her und dazu geben wir etwas Ghee in einen kleinen Topf und geben dazu 250 Gramm Hackfleisch vom Biorind. Das braten wir dann in dem Ghee so lange an, bis es braun sein wird, und dann kommen die Gewürze hinzu: Muskatnuss, Kurkuma, frisch geschossener schwarzer Pfeffer, Koriander frisch gemahlen, Himalaya-Salz, Estragon und Knoblauchpulver. Sobald das Hackfleisch eben braun ist, kommen dann die Gewürze dazu. Die Gewürze werden dann kurz mitgebraten. Ein Esslöffel Bio-Tomatenmark kommt noch hinzu, wird auch noch kurz mitgebraten. Und dann kommen klein geschnittene Lauchringe hinzu und wir löschen das Ganze mit etwas Knochenbrühe ab. Mein Video dazu, wie man die Lammknochenbrühe herstellt, verlinke ich euch hier oben. Dann kochen wir auf großer Flamme weiter, bis sämtliche Flüssigkeit verdampft sein wird. Die Knochenbrühe gibt der Füllung nicht nur einen leckeren Geschmack, vor allem aber Gesundheit. Weshalb wir hier eben die Knochenbrühe zum Ablöschen verwenden und nicht einfach nur Wasser. Sobald alle Flüssigkeit verdampft ist, ist die Füllung fertig. Wir schneiden das Ende einer Lauchstange ab und werden dann hier, wo die Einkerbung ist, einritzen mit dem Messer. Aber nicht zu tief, sondern nur das obere Blatt darf geschnitten werden. Und wir verfahren dann mit jedem weiteren Blatt genauso, indem wir immer an der Einkerbung einritzen. Die einzelnen Lauchschichten werden dann jeweils am besten einzeln blanchiert. Für maximal 5 Minuten, einfach damit das Blatt eine biegsame und weichere Konsistenz bekommt, damit man es hinterher gut füllen kann. Sobald das erste Blatt fertig blanchiert ist, sieht das dann so aus, wie wir hier sehen. Und das werden wir jetzt befüllen, indem wir oben an der Spitze etwas von dieser Füllung drauf geben und dann die eine Ecke überschlagen, sodass wir sozusagen ein Dreieck erhalten. Wie hier jetzt zu sehen. Und dann wird wieder die Ecke übergeschlagen und so weiter, bis letztendlich dann die letzte offene Seite auch geschlossen sein wird. Das verbleibende Stück wird dann auf diese Weise entweder hier unten reingesteckt oder eben oben reingesteckt, bis wir dann ein verschlossenes Dreieck haben, wie wir das hier jetzt gleich sehen werden. Und so verfahren wir dann mit jeder einzelnen Haut der Lauchstange. Allerdings sind nur die äußeren Blätter zu verwenden, die inneren sind dann zu schmal, die kann man nicht mehr dafür verwenden. Die können dann klein geschnitten für die Füllung verwendet werden, wie wir anfangs ja gesehen haben. Bei einer sehr langen Lauchstange tut man auch das dunkelgrüne Lauchende abschneiden, weil diese dunkelgrünen Blätter zu hart sind. Die eignen sich nicht für das Befüllen. Und dann können wir jetzt diese Lauchecken in der Pfanne mit etwas Ghee anbraten von beiden Seiten. Möglichst bei relativ großer Flamme, damit die Lauchecken eine schöne braune, knusprige Farbe bekommen. Wenn sie aber zu lange bei niedriger Flamme gebraten werden, dann werden sie sehr matschig. Und das wollen wir nicht haben, deshalb ruhig bei größerer Flamme kurz anbraten. Und dann kann man diese köstlichen Lauchecken mit etwas Tzatziki zum Beispiel oder auch mit meinem veganen Cashew-Dip servieren. Wie man den herstellt, das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Die Lauchecken lassen sich aber, nachdem man sie in einen Dip getunkt hat, besser mit dem Messer abschneiden, weil die Faserstoffe mit den Zähnen nicht so leicht zertrennt werden können. Deshalb würde es sich anbieten, die Lauchecken mit dem Messer jeweils in kleine Stücke zu schneiden und diese mundgerechten Stücke dann zu genießen. Mir schmecken diese Lauchecken richtig lecker, ich mag sie sehr, sehr gerne und deshalb wollte ich euch dieses Rezept unbedingt gezeigt haben. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.